Viele Unternehmen nutzen Microsoft 365 als Lösung für flexibles und cloudbasiertes Arbeiten. Dieser Wandel zu einem modernen Arbeitsplatz, der darf aber nicht zulasten der Sicherheit und des Datenschutzes gehen. Und wie wir alle wissen, sind E-Mails nach wie vor das Haupteinfallstor für Angriffe auf digitale Infrastrukturen. Microsoft bietet im Bereich E-Mail-Sicherheit schon einiges an. Thomas, welche Funktionen bietet Microsoft denn da konkret an? Ja, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, hat Microsoft schon bestimmte Funktionen mit an Bord. Da wäre sicherlich zuerst die Exchange Online Protection zu nennen, die mit jedem Exchange-Postfach schon mal für ein gewisses Grundmaß an Sicherheit sorgt. Da sind Funktionen enthalten wie ein Content-Filter oder eine Anti-Malware- oder Anti-Spam-Protection. Und Microsoft arbeitet da mit einer Quarantänefunktion. Und diese Funktionen können dann noch durch weitere Lizenzmodelle erweitert werden. Und da gibt es dann beim Office oder Microsoft 365 E5 Lizenzpaket noch den Defender for Office 365. Und da kommen dann Funktionen zur Absicherung in Anhängen oder Links dazu. Generell kann man sagen, dass sich das Defender for Office dann in das Gesamtkonstrukt Defender XDR einbettet. Und so haben wir eine zentrale Übersicht von bestimmten Signalen aus den Endgeräten, den E-Mails und dem Active Directory zum Beispiel. Ja, Stefan, wie kann denn diese Lösung noch sinnvoll durch Nostrum Proxy erweitert werden? Als allererstes fällt mir da der Quarantänesatz ein. Du hast ja gerade erläutert, dass Microsoft mit der Quarantäne arbeitet. Und genau das machen wir mit Nostrum Proxy nicht. Wir verzichten auf eine Quarantäne. Und man könnte jetzt sagen, ja, ich brauche eine Quarantäne, falls mal was falsch einsortiert wird. Aber genau das Problem lösen wir mit unserem Level of Trust. Level of Trust sorgt dafür, dass Nostrum Proxy immer weiß, mit wem spricht denn unser Kunde überhaupt. Und dementsprechend können wir gewollte E-Mails von Kommunikationspartnern anders sortieren, anders einsortieren. Und vor allem können wir sie zustellen, das ist ja das Wichtige. Das Schöne dabei ist, der User kann sich voll und ganz auf seinen Posteingang konzentrieren und muss eben nicht immer wieder mal in Quarantäneordner wechseln, um da nach vielleicht falsch einsortierten E-Mails zu suchen. Diese Zeit, die ersparen wir unserem Kunden. Das Weitere ist unser CDR-Verfahren. Du hast auch vorhin gesagt, Microsoft hat da eine Lösung, um mit Anhängen sinnvoll umzugehen. Wir gehen dann noch einen Schritt weiter. Wir lassen den möglicherweise virenbehafteten Anhang direkt am Gateway und stellen dem Empfänger lediglich eine Voransicht zu in Form eines PDF-Dokuments. Das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Röntgenbild. Das heißt, der Empfänger kann sofort mit seiner E-Mail weiterarbeiten, kann auch sehen, was empfängt er denn da gerade. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann er sich das Original, sofern er es denn braucht, dann auch wieder herunterladen. Dann die Nachrichtenverfolgung, das ist auch nochmal, denke ich, ein entscheidender Unterschied. So aus Administrationssicht ist es wichtig zu wissen, wann sind denn welche E-Mails wie verarbeitet worden. Und da haben wir mit Nostrum Proxy, denke ich, eine sehr schnelle, sehr umfangreiche Nachrichtenverfolgung, mit der man sich dann ein sehr gutes Bild von der Lage gerade machen kann. Und last but not least ist es ja so, aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, einen Multi-Engine-Ansatz zu fahren, sodass man Nostrum Proxy und Microsoft prima miteinander kombinieren kann, um so die Sicherheit im Unternehmen maßgeblich zu erhöhen. Und im Übrigen, was auch nicht viele wissen, in den SLAs von Microsoft gibt es einen Verweis, dass die hohe Erkennungsrate, die Microsoft verspricht, sich ausschließlich auf englischsprachige E-Mails bezieht. Von solchen Aussagen nehmen wir erstmal persönlich Abstand. Uns interessiert an der Stelle erstmal die Sprache nicht. Ja, eingangs haben wir kurz das Wort Datenschutz fallen lassen und damit sind wir ja schon beim Thema E-Mail-Verschlüsselung. Was bietet Microsoft dann in diesem Bereich an? Ja, auch da gibt es wieder eine Lösung entsprechend von Microsoft. Wie bei allen Dokumenten, Word, Excel, PowerPoint, kann man auch bei E-Mails Microsoft Purview Information Protection nutzen und hängt damit den Schutz basierend auf Azure Rights Management an das Dokument dran, in dem Fall an die E-Mail. Und da kann man dann dementsprechend die Verschlüsselung nutzen und auch Berechtigungen dranhängen, wie zum Beispiel, darf ich die Mail als Empfänger weiterleiten oder ausdrucken oder sonstiges. Und das hängt, wie gesagt, an der E-Mail mit dran. Und der Empfänger der Mail muss sich dann entsprechend an dem Azure Rights Management Service anmelden, um die zu lesen. Das geht halt bei einem anderen Tenant oder bei dem gleichen Tenant integriert, also mit einer Federation. Oder bei E-Mail-Clients, die das nicht unterstützen, werde ich umgeleitet auf so ein Portal und kann dementsprechend mit intern und extern halt eine E-Mail-Verschlüsselung nutzen. Welche Funktionen und Vorteile bietet denn jetzt Nostrum Proxy im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung? Im Vergleich zu Microsoft setzen wir ausschließlich auf offene Standards. SMIME und PGP sind da zum Beispiel zu nennen. Hat einfach den Vorteil, dass man über Unternehmensgrenzen hinweg sehr viel leichter E-Mails verschlüsselt austauschen kann, weil es eben offene Standards sind. Outlook unterstützt ja auch im Übrigen SMIME nativ, sodass man da nichts weiter unternehmen muss. Lediglich Zertifikate müssen irgendwie her und auch da unterstützen wir unseren Kunden ganz, ganz einfach, indem wir
offene Standards nutzen. Wir können uns mit Stand heute 4 CAs in Verbindung setzen und dort über eine API Zertifikate organisieren. Und das Schöne dabei ist, man kann den Client völlig außen vor lassen. Also man muss sich nicht um die Clients kümmern, das passiert alles am Gateway. Wir holen die Zertifikate an, verwenden die Zertifikate und der User macht einfach das, was er den ganzen Tag macht, E-Mails empfangen und wieder verschicken. In der Nostrum Proxy Cloud gehen wir sogar noch ein Schrittchen weiter. Da muss der Kunde sich nicht mal mehr entscheiden, welche CA er verwenden möchte, sondern er bucht bei uns nur noch das Produkt Managed Certificates und wir stellen dann ein vertrauenswürdiges Zertifikat zur Verfügung. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir mit den Microsoft-integrierten Funktionen schon einen gewissen Basisschutz erreichen. Aber je nach Anforderung können wir das natürlich noch sinnvoll durch den Nostrum Proxy ergänzen, um so halt das Einfeldstore E-Mail noch weiter zu schließen. Als Vorteile würde ich hier auf jeden Fall die Gateway-basierte Lösung sehen. Das bietet uns zum einen bei der E-Mail-Verschlüsselung den Vorteil, dass wir den Benutzer und den Client gar nicht betrachten müssen und halt quasi zentral vorgeben können, wann und wo verschlüsselt wird. Ja. Und zum anderen die Quarantäne, auch die fällt bei Nostrum Proxy weg und wir müssen halt eben uns nicht um tausende Mails kümmern, die irgendwo in eine Quarantäne einlaufen und die dann neu zu sortieren oder zuzustellen. Und ich denke, das macht dann das Bild rund und wir können diese beiden Lösungen zusammen sinnvoll einsetzen.